Rom ist eine Stadt, die viele Sehenswürdigkeiten zu bieten hat. Ihre Geschichte reicht über Jahrhunderte zurück und sie ist heute eine beliebte Touristenattraktion. Viele Menschen kommen hierher, um die historischen Bauwerke zu besichtigen, die in der ganzen Stadt verteilt sind. Andere sind von den vielen Museen und Kunstgalerien angezogen, die Rom zu bieten hat. Und wieder andere kommen einfach nur, um in der Stadt zu flanieren und das italienische Dolce Vita zu genießen. Wer nur wenig Zeit hat, sollte unbedingt die folgenden 7 Attraktionen besuchen. Und vergesse nicht, das Video zu liken und meinen Kanal zu abonnieren. Der Petersdom, die Basilika St. Peter im Vatikan in Rom, Italien, ist eine der größten und bekanntesten Kirchen der Welt. Sie ist auch eine der heiligsten Stätten für Katholiken, da sie die Grabstätte des heiligen Petrus, einer der 12 Apostel Jesu ist. Die Basilika wurde über einen Zeitraum von fast 200 Jahren von 1506 bis 1626 errichtet. Der Vatikan beherbergt einige der berühmtesten Kunst- und Architekturwerke der Welt. Die Sixtinische Kapelle von Michelangelo, zwischen 1508 und 1512 gemalt, ist eines der berühmtesten Meisterwerke der Welt. Neben Kunst und Architektur gibt es im Vatikan noch viele andere Dinge zu sehen. Die Vatikanischen Museen beherbergen eine umfangreiche Sammlung von Kunstwerken, Skulpturen, Wandteppichen und Artefakten aus der ganzen Welt. Das Kolosseum ist ein ovales Amphitheater im Zentrum der Stadt Rom in Italien. Es wurde aus Beton und Stein gebaut und war das größte Amphitheater des Römischen Reiches. Es gilt als eines der größten Werke der römischen Architektur und Technik. Und es ist eines der größten noch erhaltenen Bauwerke des Römischen Reichs. Das Kolosseum fasste in seiner Blütezeit zwischen 50.000 bis 80.000 Zuschauer und wurde für Gladiatorenkämpfe und öffentliche Spektakel wie Seeschlachten, Tierjagden, Hinrichtungen, Nachstellungen berühmter Schlachten und Dramen auf der Grundlage der klassischen Mythologie genutzt. Der Name Kolosseum leitet sich von einer kolossalen Nero-Statue ab, die einst in der Nähe stand. Im Jahr 80 nach Christus wurde das Kolosseum fertiggestellt und mit tagelangen Spielen, darunter natürlich auch Gladiatorenkämpfen, eröffnet. Damit begann das neue goldene Zeitalter des römischen Amphitheaters. Der Boden der Arena war mit Sand bedeckt, um das Blut aufzusaugen und Verletzungen von gefallenen Kämpfern oder Tieren zu vermeiden. Unter dem Boden befanden sich Zellen und Käfige, in denen Tiere und Gladiatoren untergebracht waren. Heute ist das Kolosseum eine der beliebtesten Touristenattraktionen Roms und wird jedes Jahr von Millionen von Besuchern besucht. Es ist eines der größten noch erhaltenen Steinbauwerke der Welt. Das Pantheon ist eines der berühmtesten und beeindruckendsten antiken Gebäude in Rom. Ursprünglich wurde es als Tempel für die Götter des antiken Roms erbaut, später aber zu einer christlichen Kirche umfunktioniert. Heute ist es eines der beliebtesten touristischen Ziele in Rom und ein Ort der Anbetung für Katholiken und Protestanten gleichermaßen. Das Pantheon wurde um 125 nach Christus vom römischen Kaiser Hadrian erbaut. Es handelt sich um ein rundes Gebäude mit einer riesigen Kuppel. Die Kuppel besteht aus Beton und ist 43 Meter hoch. Oben hat sie eine Öffnung, durch die natürliches Licht einfällt und das Innere des Pantheons sehr hell macht. Dabei ist das Innere sehr einfach gehalten. Es gibt keine Gemälde oder Skulpturen, nur Marmorsäulen und einen Boden aus Marmorplatten. Doch trotz seiner Schlichtheit ist das Pantheon ein sehr beeindruckendes Gebäude. Ursprünglich wurde es als Tempel für die Götter des antiken Roms errichtet. Es war Jupiter, Juno und Minerva gewidmet, den 3 wichtigsten Göttern der römischen Religion. Später wurde er auch anderen Göttern wie Apollo und Mars geweiht.
Um 600 nach Christus wurde das Pantheon in eine christliche Kirche umgewandelt. Kaiser Konstantin schenkte es dem Papst und es wurde unter dem Namen Santa Maria ad Martyres, Heilige Maria und die Märtyrer bekannt. Heute wird es von über 6 Millionen Menschen jedes Jahr besucht. Die Spanische Treppe in Rom ist eine der berühmtesten Treppen der Welt. Die Treppe führt von der Piazza di Spagna zur Kirche und zum Kloster Trinità dei Monti, das auf einer Anhöhe über der Stadt liegt. Sie wurde von König Karl III. Von Spanien als Teil eines Projekts in Auftrag gegeben, das seine Heimat mit Rom verbinden sollte, daher der Name. Der König wollte den Pilgern, die Rom besuchten, die Möglichkeit geben, von der Piazza di Spagna über die Spanische Treppe in den Petersdom zu gehen. Sie wurde im 18. Jahrhundert erbaut und führt hinauf zur Kirche Trinità dei Monti. Die Stufen bestehen aus weißem Marmor und sind sehr breit und lang. Insgesamt gibt es 135 Stufen. Wer die Spanische Treppe heute besucht, sollte sich etwas Zeit nehmen, um ihre Schönheit zu bewundern. Viele Besucher sitzen deshalb hier auf den Stufen und beobachten die anderen Touristen, denn hier sind immer viele Menschen. Der Trevi-Brunnen ist eines der bekanntesten Denkmäler in Rom. Er ist ein großer Barockbrunnen, der von Nicola Salvi entworfen und 1762 fertiggestellt wurde. Der Brunnen befindet sich im Trevi-Viertel, das seinen Namen vom Brunnen selbst hat. Der Brunnen ist zu einem Symbol für Rom geworden und gehört zu den beliebtesten Touristenattraktionen. Der Trevi-Brunnen ist ein wahrhaft spektakulärer Anblick. Er ist mit einer Reihe von Statuen und Skulpturen geschmückt, die verschiedene Szenen aus der klassischen Mythologie darstellen. Die zentrale Figur des Brunnens ist Neptun, der Gott des Meeres. Er wird von zwei weiteren Figuren flankiert, von denen die eine Gesundheit und die andere Wohlstand darstellt. Mit einer Höhe von über 26 Metern ist der Brunnen ein wahrlich beeindruckender Anblick. Übrigens heißt es, wer eine Münze in den Brunnen wirft, kommt garantiert wieder in die Stadt. Dementsprechend ist der Brunnen immer mit Münzen gefüllt. Man schätzt, dass jeden Tag über 3000 Euro in den Brunnen geworfen werden. Die Piazza Navona ist einer der berühmtesten Plätze Roms, bekannt für seine wunderschöne Barockarchitektur und die weltberühmten Brunnen. Jedes der Gebäude, die den Platz umgeben, hat seine eigene Geschichte zu erzählen. Und in diesen Geschichten sind einige der unglaublichsten Schätze Roms versteckt. Besonders die 3 prächtigen Brunnen auf dem Platz sind ein echtes Highlight auf dem Piazza Navona. Und natürlich die Kirche St. Agnes. Die Kirche St. Agnes ist eine der schönsten Kirchen in Rom. Ihr barocker Stil macht sie noch schöner und zu einer der größten architektonischen Sehenswürdigkeiten auf der Piazza. Die Kirche wurde 1672 zu Ehren der heiligen Märtyrerin und Jungfrau Agnes geweiht. Die Basilika ist ein wahrhaft prächtiger Anblick und eine der wertvollsten Kirchen in dieser Stadt. Besucher kommen von überall her, um ihre Schönheit zu bewundern, und sie ist nach wie vor eines der beliebtesten Reiseziele in der Stadt. Und das waren sie, meine 7 besten Sehenswürdigkeiten in Rom, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Von antiken Ruinen und gewaltigen Kathedralen bis hin zu trendigen Stadtvierteln und köstlichem Essen. Rom hat für jeden etwas zu bieten. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen nach oben und vielleicht abonnierst du sogar meinen Kanal. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Video, euer Alex.